Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack. Es war einmal ein Schneider, der hatte 3 Söhne und nur eine Ziege, die alle zusammen mit ihrer Milch ernähren musste. Dafür soll sie auch ihr gutes Futter haben und jeden Tag auf die Weide geführt werden. Nun mussten sie die Söhne nach der Reihe hinausführen. Der Älteste brachte sie auf den Kirchhof, wo schöne Kräuter standen und ließ sie da herumspringen und fressen. Abends, als er mit ihr heim wollte, sprach er: Ziege, bist du satt? Ich bin so satt, ich mag kein Blatt mehr. So komm nach Haus. Sprach der Junge und führte sie heim in den Stall. Nun, hat die Ziege ihr Futter? Oh, die ist so satt, sie mag kein Blatt. Der Vater wollte aber selbst nachsehen, ging in den Stall und fragte: Ziege, bist du auch satt? Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättele mehr. Der Schneider war zornig, lief hinauf und sprach zu dem Jungen: Ei, du Lügner, was hast du meine Ziege hungern lassen? Er nahm seinen Stock von der Wand und jagte ihn hinaus. Am andern Tag war die Reihe am 2., der führte die Ziege auch unter lauter gute Kräuter, die fraß sie alle rein ab. Abends, als er heim wollte, sprach er: Ziege, bist du satt? Ich bin so satt, ich mag kein Blatt mehr. So komm nach Haus. Sprach der Junge und führte sie heim in den Stall. Nun, hat die Ziege ihr Futter? Oh, die ist so satt, sie mag kein Blatt. Der Vater wollte aber selbst nachsehen, ging in den Stall und fragte: Ziege, bist du auch satt? Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättele mehr. Ei, der Bösewicht! So ein frommes Tier hungern zu lassen. Schrie der Schneider, nahm den Stock und schlug den Jungen zur Haustüre hinaus. Die Reihe kam an den 3., der wollte sich vorsehen und suchte der Ziege das saftigste Futter von der Welt aus. Abends, als er heim wollte, fragte er: Ziege, bist du satt? Ich bin so satt, ich mag kein Blatt mehr. So komm nach Haus. Sprach der Junge und führte sie heim in den Stall. Nun, hat die Ziege endlich ihr Futter? Oh, die ist so satt, sie mag kein Blatt. Der alte Schneider aber wollte ihm nicht trauen. Deshalb ging er hinab und fragte das boshafte Tier: Ziege, bist du auch satt? Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättele mehr. Wart, du Lügenbrot! Willst du mich zum Narren haben? Er sprang zornig, mit einem roten Gesicht hinauf nach seinem Stock, und jagte auch den jüngsten Sohn fort. Nun war er mit seiner Ziege ganz allein. Komm, liebes Tierlein, ich will dich zur Weide führen. Er nahm es am Strick und brachte es an grüne Hecken und unter Schafrippe und was die Ziegen sonst gern haben. Dort ließ er sie weiden bis zum Abend. Ziege, bist du auch satt? Ich bin so satt, ich mag kein Blatt mehr. So komm nach Haus. Sprach der Schneider, brachte sie in den Stall und band sie fest. Nun bist du doch einmal satt. Sprach er beim Fortgehen, die Ziege aber machte es ihm nicht besser und rief: Wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättele mehr. Als der Schneider das hörte, stutzte er und sah wohl, dass er seine 3 Kinder unschuldig verstoßen hatte. Wart, du gottloses, undankbares Geschöpf! Du sollst dich nicht mehr unter ehrlichen Menschen sehen lassen. Er sprang hinauf und holte sein Bartmesser. Danach seifte er der Ziege den Kopf ein und schor ihn so glatt, wie seine flache Hand. Darauf nahm er die Peitsche und jagte sie hinaus. Nun war der Schneider traurig, dass er so ganz allein sein Leben zubringen musste. Er hätte gern seine Söhne wieder zu sich genommen, aber niemand wusste, wo sie hingeraten waren. Vielen Dank für dein Zuhören. Wenn du wissen willst, wie das Märchen weitergeht, dann lass ein Abo da.